Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir machen heute Teil 2 der Charakterbewertung. Ich schaue auf eure Chars, die ihr mir eingesendet habt, ja. Und ihr müsst mir auch nicht mehr neue Chars unter die Videos hier schreiben. Ich beziehe mich da auf die Charaktere, die ihr mir beim ersten Video eingesendet habt. Dort nehme ich alle dran, die sich dort damals auch vor 2 Wochen eingetragen haben, und weitere nehme ich jetzt erstmal nicht mehr auf. Ansonsten kommt man da halt eben nicht mehr so wirklich hinterher. Ich hatte das auch schon beim letzten Mal gemerkt, dass wir dort sehr viel zu erzählen hatten auf jeden Fall, was ja auch interessant ist. Aber ich versuche das auch so ein bisschen kürzer zu halten, damit wir jetzt nicht wieder für 10 Charaktere irgendwie eine Stunde brauchen oder so. Deswegen versuchen wir mal kurz und knackig da durch die nächsten Chars durchzugehen. Ich denke mal, das Ganze wird noch einen dritten Teil haben. Und das versuche ich jetzt nochmal in die restlichen 2 Teile aufzusplitten. Also Teil 2 geht los. Wir fangen an hier mit Eldrick. Auf F14 spielt der Gute als Druide, Stufe 515 und spielt Free-to-Play. Dementsprechend muss man natürlich hier auch nachschauen, dass das alles soweit passt. Wir sehen hier auch direkt einen 30er-Mount. Kann man machen als Free-to-Play. 50er wäre natürlich besser, aber die Struggles sind natürlich immer, dass man nicht die ganze Zeit durchgängig 50er Mount schaffen könnte, eventuell. Ja, wenn man sich Pilze spart und wirklich jeden Tag irgendwie Flimmerkisten und sowas guckt und Glücksrad jeden Tag für Lucky Coins und sowas dann sich anschaut, kann man schaffen. Ansonsten würde ich auch empfehlen, 50er Mount dann eher zu Wochenenden zu benutzen, an denen es auch Sinn macht. Zum Beispiel, wenn jetzt hier wie jetzt, also das hält ja immer 2 Wochen und das kann man dann gut timen, dass man zum Beispiel Erfahrungs- und Glanzparade des Gold-Event und XP-Event hat. Ne? Das klappt jetzt zum Beispiel hier ganz gut. Hier würde man nochmal Gold-Event mitnehmen. Ne? Oder halt eben, ja, haben wir hier nochmal Gold. Und ja, am besten wäre es jetzt halt gewesen, dieses und nächstes Wochenende, da haben wir nämlich die Sachen am Start. Ansonsten Pilz-Event ist für Free-to-Play auch immer nicht ganz so verkehrt. Ja, ansonsten, wie sieht es hier runentechnisch aus? Hat hier jetzt wohl gerade sein PvP-Equipment an, so wie es aussieht, hat auf dem PvP-Equipment auch schon die oder die Resistenzen drauf. Lebensqualität fehlt hier allerdings. Also falls das wirklich ein PvP-Equip sein sollte, würde ich zuerst immer gucken, die Lebensenergie-Runen hinzuzufügen, bevor man auf die Widerstände geht, weil Leben dann doch nochmal ein bisschen mehr bringt als die Widerstände da drauf dann. Genau, ansonsten scheint der Arena-Manager noch nicht ganz maximiert zu sein, was ich hier an den Runen sehe, und ich hoffe natürlich, dass hier auch ein dementsprechendes Quest-Equipment dann auch noch in der Hinterhand bereit ist. Ansonsten hat er hier einigermaßen alles ungefähr gleich geupgradet, was auf jeden Fall ganz gut ist. 515 als Free-to-Play, muss man auch wirklich so sagen, muss man erstmal durchziehen bis dahin. Er hat hier auf der Welt 21 ursprünglich gestartet und ja, seitdem her wahrscheinlich auch Free-to-Play durchgezogen. Was halt eben auch so darin münzt, dass er hier schon als Free-to-Play einen guten 500er Char am Start hat. Er geht hier vermehrt auf Intelligenz, ja, hat hier 30k Basis in Int, 15k Basis in Ausdauer. Finde ich, kann man machen als Druide. Man kann ein bisschen squishy gehen, ja, und von daher passt das soweit eigentlich auch erstmal soweit. Ist das alles so in Ordnung. Ne? Man muss auch dazu sagen, er ist halt eben Free-to-Play und hat hier auch verhältnismäßig viele Legendaries auch schon drin, jetzt über die Zeit gefarmt natürlich dann, ne? Aber die sehen hier alle vom Set her gar nicht mal so weit auseinander aus, ne? Deswegen, ja, passt soweit alles und weitermachen. Ich wünsche dir viel Erfolg hier, ne, auf dem Server weiterhin und alles Gute mit dem Free-to-Play-Style. Wenn du weiter so durchziehst, dann wirst du definitiv auch hier noch höher kommen. So, jetzt haben wir das genaue Gegenteil am Start von den eben gezeigten Free-to-Play-Spieler. Jetzt haben wir hier einen absoluten Pay-to-Win-Spieler, und zwar ist hier der gute Samplex mit seinem Account hier am Stissel und spielt auf EU25 auf dem vorletzten Server und befindet sich hier in den Top 10 von dem Server hier, hat auch den World Boss anscheinend, da hat er auch gut mitgespielt, wie der Rahmen hier schon verraten lässt, und er hat ja dazu geschrieben Pay to Win.
und hatte jetzt ca. 90.000 Pilze bereits schon investiert in den Account. Ja, und dafür sollte man natürlich dann auch schon ein bisschen was abverlangen können. So, ne, von den Basispunkten her geht er hier relativ Richtung 50-50. Finde ich am Anfang eigentlich immer noch relativ legit, dadurch, dass man halt gleich schnell die Skills hochziehen kann. Nachher, wo man sich dann entscheiden muss, wenn die 10 Millionen kosten, sollte man dann eher schon Richtung 60-40 vielleicht als Magier gehen. Ansonsten carryen halt auch wahrscheinlich viel im Moment noch die Steine. Spielt hier bei Pureform, ich denke mal, das ist die Platz 1 Gilde. Ja. Okay, also spielt hier in der besten Gilde vom Server, von daher sind die Steine auch relativ gut am Start und hat hier halt auch schon ganz gute Nebenattribute geskillt, hat hier ja Stärke, Geschick und Glück gleichermaßen hoch, bisschen mehr in Glück drinne. Ich glaube, ja, Nebenattribute würde ich, glaube ich, erstmal auch so weit sein lassen. Ja, würde mich da dann eher wirklich so nochmal ein bisschen mehr auf Int konzentrieren, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Basispunkte in Intelligenz reinskillen. Ansonsten, ja, sein Ruhmesregal läuft soweit, verbesserte Gegenstandsqualität hat er hier gerade drauf, Lebensenergie. Also so ein leichter Mix. Kann sein, dass er vielleicht durch die Rune beziehungsweise durch die Runen hier gerade sich neues Equipment holen wollte oder sowas. Jetzt gerade in dem Moment, wo wir reinschauen. Ansonsten machen die Runen an sich jetzt auf dem PvP-Equip nicht so viel Sinn. Aber ich gehe mal einfach von aus, dadurch, dass er hier in den Top 10 ist auf dem Server und schon gut reingepayt hat, dass er hier auf jeden Fall auch weiß, was er macht. Deswegen, ja, denke ich mal, wird er vielleicht das dazu genutzt haben, um genau, vielleicht neues Equipment zu holen. Ansonsten von den Verbesserungen auch alles hier soweit gleichermaßen hochgezogen. Und ich denke mal, er positioniert sich jetzt hier vielleicht fürs nächste Epic Event oder den Legendary Dungeon. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ja, strammer Account, kann ich so sagen. Strammer Char. Und ist hier wirklich gut vertreten hier auf EU25. Da kann man nicht haten. Wenn du weiter so durchziehst, dann sieht das auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, schöne Grüße an dich. Viel Erfolg weiterhin auf EU25. Und dann switchen wir mal direkt zum nächsten Char. So, wir befinden uns auf EU15 und zwar ist hier ein Begleiter ja, am Start und zwar die gute Kunigunde. Ja, spielt hier als High-Eco-Pilzer, hat 61k Paid Mushrooms kurz vor Ende der Dungeon-Pause und fragt mich, ob ich zum nächsten LD auflösen sollte. Wäre cool, wenn du meinen Char featurest. Und mach bitte weiter mit YouTube. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Ja, also, wir haben hier soweit einen 456er Kundschafter, der hier halt auch jetzt gerade kurz vor der Dungeon-Pausen-Auflösung steht, so wie er geschrieben hatte. Und ja, hat hier auch schon so gut wie Max Runen am Start. Ne? Das passt auf jeden Fall schon mal soweit. Frag mich, ob ich zum nächsten LD auflösen sollte. Er ist hier momentan auf 456. Ja, also wir haben ja jetzt schon bald den nächsten LD, also der nächste LD ist ja Ende des Monats. Ich muss sagen, ich finde das schon noch relativ früh mit 456 aufzulösen, aber man muss das so ein bisschen durchkalkulieren, wie es aussieht. Also es gibt auch bestimmt genügend, die jetzt wahrscheinlich hier auf dem Server auch dann auflösen werden, weil wir sehen hier viele, die auch in der ähnlichen Range spielen wie Kunigunde hier auch. Und ich glaube schon, dass viele hier auflösen. Ich würde das an deiner Stelle einfach mal durchkalkulieren, wie viele Dungeons du offen hast und welche Stufe du erreichen kannst. Wenn du es schaffst, von jetzt aus dann den Sprung zu machen auf 500 plus, dann würde ich die, glaube ich, auflösen. Wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, nur, ja, ich weiß nicht, wie viel Level schaffst, auf jeden Fall bis 480, 490 oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, wird sogar noch ein LD warten. Das Problem ist dann halt bloß, dass man wieder 3 Monate warten muss, bevor man den nächsten LD dann nimmt. Ne? Also das ist halt eben so das Ding. Wie viele Dungeons hast du noch offen? Das kann ich dir jetzt zu 100% nicht sagen. Aber man muss schon so gucken, dass wenn man eine Dungeon-Pause auflöst, dass man dann so ungefähr
ja, auch dann Richtung 500 dann pushen kann. Ne? Es gibt ja zwei verschiedene Arten und Weisen von Dungeon-Pausen, die man machen kann. Einmal eine etwas kürzere und einmal eine etwas längere. Bei der längeren haben wir halt eben die Auflösung ungefähr von 470 bis 510. Und dann bei der kurzen haben wir hier 455 bis 460, um möglichst effektiv 500 zu erreichen. Da du High-Eco-Pilzer bist, also schon ein paar Pilze schon investiert hast, würde ich dich, glaube ich, auch sogar eher in die Kategorie einsortieren hier. Das heißt, wenn du jetzt so zwischen, ja, also jetzt sobald 460 erreichst, eventuell bis zum LD-Start, dann kannst du, glaube ich, so ungefähr auf 500 pushen und dann wäre das auch nicht so ein Beinbruch. Im Gegenteil, wenn man jetzt nochmal zu lange warten würde, nochmal 3 Monate, dann würdest du weit über dein Ziel hinausschießen. Also ja, es ist ja jetzt noch nicht LD-Start. Der LD-Start ist ja wirklich erst wo war das hier? Am 27. oder so. Ne? Ja, am 27. startet das, also bis dahin hast du ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, ich glaube doch. Ich glaube, ich würde die Dungeon-Pause dann auflösen bis dahin, weil die meisten lösen die auf. Wenn du jetzt noch 3 Monate wartest, dann bist du sehr weit behind. Doch, ich glaube, ich würde persönlich auflösen. Ja, da bist du in einer guten Range bis dahin, dann 55 bis 60. Das ist ja auch das, was wir uns hier angeschaut haben. Und das passt auf jeden Fall. Wenn du 500 erreichst mit deinen Dungeons, dann sollte das klappen. Ja. Ansonsten wünsche ich dir viel Glück hier auf EU15 weiterhin und alles Gute. Wir gucken uns den nächsten Char. Okay, der nächste Char befindet sich auf EU8 und zwar ist das der gute Neuon. Ja, Main, sehr lockeres Free-to-Play, ohne Plan gespielt, seit Serverstart dabei, Nekromant. Ja, Nekromant sehen wir hier, Stufe 303 gerade im Moment. Was mir als erstes hier ins Auge sticht, sind gar keine Pots. Ja, also kann natürlich auch immer eine Strat sein, dass man ja, sich die aufbewahrt, gerade als Free-to-Play, bis man alle 3 großen XXL-Tränke zusammen hat, Flügeltrank und dann Haupt- und Ausdauertrank dann. Hauptattribut und Ausdauer, dass man die dann nimmt, damit die gebündelt besser dann performen und man in Dungeons vielleicht ein bisschen was machen kann, als wenn man irgendwie nur so halbherzig einen Flügeltrank und dann, was weiß ich, irgendwie einen Ausdauer- oder Glückstrank oder sowas drin hat. Das macht keinen Sinn. Dann lieber warten, bis man Top-Tränke hat. Deswegen will ich da nicht judgen als Free-to-Play-Spieler. Es ist manchmal ein bisschen hart, aber heutzutage auch durch Drops und sowas auch relativ easy, das alles zu bekommen. Ansonsten spielt er hier 50-50 als Nekromant. Würde ich auch eher Richtung 60-40 so ein bisschen gehen. Hat sogar mehr Ausdauer als Intelligenz, was ich jetzt auch nicht so ganz gut heißen kann. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Steinen, aber demzufolge auch alleine deswegen würde ich, glaube ich, sogar noch mehr in Intelligenz-Basispunkte rein skillen. Ansonsten hat er hier 2000 in Geschick und 2500 Basispunkte in Stärke und 1400 in Glück, würde ich jetzt erstmal komplett sein lassen. Also ist schon mal leider, ich bin auch ehrlich bei den Bewertungen, ist leider nicht gut geskillt, tatsächlich. Ich hätte hier gerade als Free-to-Play, muss man gucken, wie man mit seinem Gold wirtschaftet, würde ich jetzt, also jetzt kann man nichts mehr dran ändern, ist zu viel im Verhältnis, was du auch in Glück reingeskillt hast. Also dann lieber ein bisschen mehr in Glück reingeskillt haben, als in Geschick und Stärke. Du bist jetzt zwar hier auf 50%, also jetzt würde ich auch gar nicht mehr in Glück reinskillen, also ich würde jetzt Stärke, Geschick und Glück komplett jetzt sein lassen. Auch wirklich nichts mehr hier reinskillen. Das ist zu viel. Ich würde mehr auf Intelligenz gehen und das ist jetzt erstmal so das Hauptaugenmerk, worauf du gehen musst und dann Richtung 60-40 so. Also 60% von deinem Gold in Int und 40% Ausdauer, dass du hier ein gutes Verhältnis hast. Das ist schon mal so das Wichtigste. Ja. Ansonsten hat er hier, ja, hier gibt es sehr viele Baustellen, aber das hilft vielleicht auch den Spieler weiter. Ich würde niemals als Reittier einen 10-20% Mount nehmen. Da lieber dann ein bisschen sparen und dann auf den Pilz warten, bis du dann das 30% Mount hast, weil das bringt es wirklich, das bringt es halt nicht. Das Schwein einfach komplett aus dem Kopf streichen, den Wolf komplett aus dem Kopf streichen. Ja, das Einzige, was es bringt, ist halt entweder wirklich
das 30er Mount oder halt eben das 50er Mount, das halt eben nur nehmen als Free-to-Play, wenn halt eben Events da sind oder man halt die Pilze hat. Aber bitte diese beiden hier komplett außen vor lassen, die sind wirklich nicht relevant. Also da das nächste, den Pilz kann man auch als Free-to-Play-Spieler gut investieren. Das ist ein gut investierter Pilz hier. Da dann bitte das 30er Mount nehmen. Okay, das auf lange Zeit bitte nehmen und ansonsten, wie auch schon bei dem Kollegen davor, der Free-to-Play, 50er Mount, dann kann man auch dann gut nehmen, wenn Events sind. Ansonsten Sammelalbum pushen. Das ist auf Stufe 303 viel zu wenig. 75-80% kannst du hier erreichen, ist nachhaltig wirklich für deinen Account sehr wichtig, dass du darauf gehst. Das heißt, du gehst hier noch in die Ehrenhalle durch und dann siehst du ja hier schon die Items, die blinken. Ja, du solltest derweil schon den Heiligen Gral haben, damit du das hier siehst. Und dann greifst du die einfach an und wenn du die besiegt hast, dann blinken die Items nicht mehr und dann werden die dein Sammelalbum hinzugefügt, sodass du nachhaltig mehr XP bekommst. Also hier auf jeden Fall auch ansetzen. Das sind so jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen. Auf den Rest muss ich jetzt erstmal noch gar nicht so eingehen, weil das ist jetzt die Prio sollte jetzt eben auf das Skillen, auf das Reittier und das Sammelalbum liegen. Ansonsten kann man halt eben noch so Dinge erwähnen wie, gucken, dass man vielleicht noch ein Epic als Kopfbedeckung bekommt. Hier sind auch viele Dinge nicht richtig fair skilled. Also hier sind sehr viele Baustellen auf jeden Fall. Aber das ist halt er hat geschrieben, er spielt ohne Plan. Und das sieht man auch. Das sind halt eben so diese Dinge, die man auf den ersten Blick halt sieht. Er hat hier zum Beispiel einfach so ein normales Item 11-mal verbessert, dann hier mal 8-mal etwas. Die Handschuhe sind gar nicht verbessert. Hier, das ist auf 8, das ist auf 15. Das ist 2-mal verbessert, das 11-mal, der Gürtel dann auf einmal 20-mal. Und da lieber konstant alles gleichmäßig hochziehen, als sich auf ein Item konzentrieren, das 20-mal verbessern und alles andere dann dafür schleifen lassen. Dann lieber alles hier gleichermaßen auf plus 15 ziehen oder plus 13 oder was du erreichst mit deinen Kristallen und Metallen. Aber nicht dieses unregelmäßige, hier ist ein Item irgendwie gefühlt gar nicht geskillt und das andere ist 20-mal. Das macht's nicht wirklich, es ist nicht wirklich gut. Alles gleichermaßen hochskillen, gucken, dass du noch eine epische Kopfbedeckung bekommst und wenn du schon einen Legendary Gem hast, ja, also wenn du einen orangen Edelstein hast, den dann auch bitte in die Waffe tun, weil in der Waffe zählt, wie du hier siehst, 506 mal 2. Der zählt hier in der Waffe doppelt, das heißt zum Beispiel hier den Stein vielleicht sogar rausnehmen oder warten, bis du den nächsten orangen Stein bekommst und dann bitte in die Waffe rein, weil das würde deinen Account schon so dermaßen boosten, wenn du einfach nur danach gehen würdest und hier einen orangen Stein in die Waffe setzt, weil der zählt doppelt in der Waffe. Deswegen hier bringt er dir nur einmal was, in der Waffe würde der zweimal was bringen. Hier kriegst du durch den Ausdauerstein hier jetzt 1000, ein bisschen über 1000 an Ausdauer mehr. Hättest du den reingesetzt, der bringt dir fast 600. Das sind fast 1200 Stat-Punkte auf Int und Ausdauer, ja, was dann extrem krass ist, so, ne, was in Summe dann nochmal mehr ist, dann hast du 2400 Stat-Punkte anstatt diese 1000 Stat-Punkte nur in Ausdauer, so, und das ist auf jeden Fall dann etwas, was ich jetzt so dir auf den ersten Blick empfehlen würde. Ansonsten hoffe ich, dass du auch hier nur das PvP-Equipment angezogen hast und auch noch irgendwie Runen hast, die dir zum Beispiel XP und Gold bringen. Ja, dass du da halt immer switcht. Ich bezweifle, dass du das hast, würde ich dir empfehlen, mit dem Arena-Manager einfach gucken, dass du da so ein paar Runen kriegst, die Gold und XP bringen, damit du das Equipment immer tauschen kannst, um noch mehr XP beim Questen zu bekommen. Dann ziehst du das beim Questen an, die Gold- und XP-Runen, und wenn du PvP-Fights, also Arena-Fights machst oder Sammelalbum füllst oder Dungeons, dann ziehst du wieder dein anderes Equipment an, wo die Lebensenergie-Runen drauf sind, Widerstände und sowas. Okay? Also ja, da hast du auf jeden Fall noch einiges zu tun. Der Account hat viel Potenzial, auf jeden Fall, aber da würde ich erstmal jetzt so mit anfangen.
Ja, das sind so die Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben kann. So, jetzt kommen wir zu einem Account, der anscheinend wohl wieder ein bisschen besser gespielt ist. Ja, bei dem Guy eben haben wir auf jeden Fall einiges an Baustellen finden können. Also das war wirklich das Musterbeispiel dafür, wie man viele Sachen nicht malen kann. Aber wie gesagt, nehmt ihr das nicht zum Vorwurf oder nehmt es nicht als Vorwurf, sondern einfach als Verbesserungsvorschlag. Er hatte ja dazu geschrieben, dass er ohne viel Plan spielt. So, ne? Deswegen, ja, aber gut, dass du es eingesendet hast. Dadurch konnte man viel rausholen jetzt, denke ich mal. Okay, jetzt kommen wir hier zum Pasmi. Er spielt hier in der Gilde Frenz auf F17 und spielt einen Magier Stufe 716. Ja, mit Goldrahmen ist er hier am Start und ist ein Mage, der tatsächlich 50-50 geht. Ja, ich persönlich halte von der Skillung nicht allzu viel, muss ich sagen. Wenn man jetzt aber sich sein Umfeld anschaut hier, dann ist es vielleicht sogar relativ smart. Ich weiß nicht, ob er so smart gedacht hatte oder ob er einfach nur so 50-50 geht, weil er es cool findet oder so als Mage. Ja, keine Ahnung. Aber ich hatte euch ja im letzten Video gesagt, zu dem Character Rating, es gibt 2 verschiedene Arten, wie man skillen kann. 60-40 oder 50-50. 50-50 skillt man, wenn man in seinem Umfeld hier, und man kommt nicht wirklich weiter, sehr viele andere oder gegen sehr viele andere Klassen kämpft, die nicht das eigene Attribut teilen. Das ist in seinem Falle der Fall. Das ist in seinem Fall der Fall. Ja, dass er hier Kundschafter, Krieger ganz viele hat und nicht so viele Mages. Ja, deswegen ist es tatsächlich in seinem Fall jetzt sogar gut, 50-50 zu gehen, weil das effektiver ist gegen andere Klassen mit anderen Attributen. Wenn du jetzt mehr von Mages umgeben wärst oder Klassen, die dasselbe Attribut haben wie du, dann ist 60-40 besser, weil du dann mehr von deinem eigenen Attribut und damit auch von deinem Feind bzw. Gegner das Attribut hast. Und dann bist du eher im Vorteil durch diese Skillung. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber in der Situation jetzt tatsächlich für ihn gar nicht mal so verkehrt, tatsächlich. Ja, also von daher passt das soweit. Ansonsten von den Verbesserungen her hat er hier alles soweit regelmäßig hochgezogen. Alles ist hier auf 15, das passt. Spanne ist okay, kann man machen auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, das älteste, was er hat, ist hier tatsächlich schon die Waffe. Würde ich mal gucken, vielleicht zum nächsten LD vielleicht verbessern oder mal austauschen, ne, weil das Equipment hier ist hier alles so auf 1039, ne, außer die Handschuhe sind noch ein bisschen älter und die Waffe ist alt. Das erste, was du zuerst immer neu equipst, ist eigentlich die Waffe, ne? Man sagt so, ab wenn die Waffe 5% besser ist als deine alte, kann man die neu equippen und der Rest des Equipments, wenn der 10% besser ist als dein altes Equip, dann kannst du das neu equippen. Und hier ist es tatsächlich andersrum. Hier hat er zuerst das neue Equipment, alles hier vorgezogen und die Waffe ist ein bisschen älter. Würde ich tatsächlich mehr Fokus auf die Waffe legen, vor allen Dingen auch in Bezug auf World Boss ist die Waffe ausschlaggebend, da bringt dir der Rest des Equipments halt nichts. Und genau, deswegen, ja, das ist so das Einzige, was ich gerade sehe. Ansonsten passt soweit alles. Ja, wie gesagt, er hat dazu geschrieben, er spielt hier Pay to Win. Deswegen würde ich mal gucken, vielleicht beim nächsten LD einfach mal neu equippen. Ansonsten passt das soweit. Sehr solide, F17, starker Server. Und von daher wünsche ich dir hier noch alles Gute. Schöne Grüße an die Friends. Ja, und danke für die Einsendung. Und sieht alles sehr solide aus soweit, ne? Peace. So, den nächsten, den wir jetzt hier haben, ist Thor Fortis. Er spielt auf EU20 als Low-Eco-Spieler. Ja, also gehe ich von aus, dass er, wenn er Low-Eco spielt, wahrscheinlich sich das VIP-Paket geholt hat und aber jetzt nicht viel mehr da reinpayt also so vielleicht so 9 Euro pro Monat ausgibt für das Spiel. Dementsprechend muss man auch bewerten. Hat hier Top-Tränke am Start, das passt soweit. Dämonenjäger spielt er hier. 50er Mount ist am Stissel und ansonsten sieht man das auch an den Runen schon, dass er nicht sehr viel reinpayt und da muss man ganz klar den Fokus dann eher auf die Basispunkte und das Gameplay halt eben setzen, anstatt auf das Equipment, weil wenn man Free-to-Play oder Low-Eco ist, dann ist das Equipment gar nicht mal so entscheidend, sondern eher die Basispunkte, die man dazu gewinnt.
Und ja, das halt eben nachhaltig steigt alles, ne? Die Stufe steigt, die Base-Stats steigen. Equipment kann man sich immer wieder neu holen, so, ne? Das kann man immer wieder austauschen. Nachhaltig sind halt die Basis-Stat-Punkte und da ist er tatsächlich ganz gut vertreten. Hat hier ja knapp 4K zu 7,7K Geschick. Verhältnis hier von den beiden Stat-Punkten gefällt mir sehr gut. Ansonsten hat er auch ein bisschen in die Nebenstats reingeskillt, das passt aber soweit, das ist jetzt nicht überverhältnismäßig viel. Sammelalbum hat er gemaxt, soweit es halt eben geht. Hier fehlen ihm halt noch ein paar ja, Dungeon-Gegner, das sind jetzt so die letzten Einträge, ansonsten ist das auch soweit gemaxt und hat hier jetzt gerade, so wie es aussieht, sein PvP-Equipment an. Er hat hier eine Rune drin, da ist Gold drauf, aber ich denke mal, das wird er einfach so genommen haben, weil das, ja, weil der Brustpanzer ganz gut ist an sich, einfach, ne? Und ansonsten, ja, passt das hier soweit, ne? Also wie gesagt, da sollte man jetzt nicht zu hart drauf gucken, auf das Equipment als Low Ego, aber dafür ist es tatsächlich trotzdem sehr, also bist du hier sehr gut am Start mit dem Equipment, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so, weiß ich nicht, dass es jetzt hier Kraut und Rüben ist, sage ich mal. Das ist selbst als Low-Ego-Spieler hier alles komplett vertretbar. Hat hier eine schöne Waffe mit einer guten Spanne drauf und ja, das gefällt mir eigentlich alles soweit ganz gut. Da kann man nicht viel dran aussetzen. Spielt hier bei den Schattendrachen auf EU20, ne? Und ist sowieso EU20 ein sehr, sehr starker Server, sehr viel Konkurrenz und dafür dann als Low Ego wirst du hier deine Reise fortsetzen halt eben, ne? Wenn du weiter durchziehst und am Ball bleibst, dann wirst du auch hier auf dem Server definitiv gute Fortschritte machen. Ne? Man muss halt eben nur seinem Spielstil treu bleiben und nicht zu viel auf andere gucken, damit man sich hier irgendwie so reinbaiten lässt oder sowas. Ne? Einfach stumpf. Low Ego heißt für mich wirklich 320 Alu jeden Tag, Top-Tränke, 50er Mount, so die Basics abgedeckt haben. Ne, wenn es passt, vielleicht noch das Glücksrad, wenn man ein paar Lucky Coins irgendwie erfahren kriegt. Aber ansonsten einfach so den Spielstil weiterfahren. Das sieht sehr gut aus. Schöne Grüße an dich und viel Erfolg weiterhin auf EU20. Okay, als nächstes haben wir hier den guten Zocker Keksi. Er spielt hier auf F28 und ist 100% Free-to-Play, 120 Abenteuerlust täglich. Also er spielt nicht mal 320 Alu, sondern wirklich nur 120 Alu, also komplett Free-to-Play. Und dafür jetzt hier schon knapp Stufe 500 erreicht zu haben. Der Originalserver von ihm ist hier Europa 3. Also er ist auch schon jetzt seit den ersten Europa-Servern hier auch am Start und zieht tatsächlich seitdem her durch. Wenn du wirklich jeden Tag nur 120 Alu spielst, ist die Stufe dafür schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Er spielt hier einen Baden und ist 490, das ist super gut. Auf jeden Fall jetzt schon, ne? Ansonsten, ja, sehen wir hier, hat er ja Goldbonus, XP-Bonus 5%, Goldbonus 44, fast gemaxt. Da muss man gucken. Ich weiß nicht, ob das hier schon ob das so ein Misch-Equipment ist oder ob er noch ein, zwei Sachen noch irgendwo auf seinem Dings rumliegen hat hier, auf seinem ja, Mannequin. Wie heißt der Dude normal hier? Ja, den man hier ausstellt hier. Ja, das Alter Ego, stimmt, das Alter Ego, so heißt es, ja. Sammelalbum ist, so gut es geht, gemaxt, fehlen hier noch ein paar Dungeon-Einträge, das passt soweit perfekt. Stat-Punkte, Nebenstats sind ganz okay geskillt, das passt soweit, 16k Basis zu 18k, das gefällt mir auch sehr gut, wie das hier aufgeteilt ist, so als Bade. Und ansonsten, ja, gucken wir nochmal ganz kurz über das Equipment. Hat hier alles auf 20, so wie es aussieht. Ja, hier sind die 20er drauf. Die Waffe. Ja, die Waffe hatte auf 7. Ja, vielleicht, weil er die All-Stats nicht so krass pushen wollte. Vielleicht eine 3-Stat-Waffe und dann die Waffe noch ein bisschen nachziehen. Weil alles andere ist hier auf 20. Ja, ansonsten nur die Waffe ist halt noch ein bisschen behind auf jeden Fall. Aber ansonsten, jetzt abgesehen davon, von der Waffe passt das soweit eigentlich alles und hat hier sogar auch auf Europa 3 das Kellerkind als Top 3 belegt, weil das hatte auch hier in Shiny, was natürlich auch
ja, also es ist, ist hier wirklich sehr gut am Start, ja. Also es ist ein sehr aktiver 100% Free-to-Play-Spieler, das kann man so sagen. Und scheint hier auch wirklich gut durchzuziehen, sich alles mitzunehmen, was so geht. Deswegen, ja, wenn du weiterhin so am Start bleibst und aktiv hier weiterhin zockst, 120 Alu, dann ja, wirst du auf jeden Fall hier auch noch weiterhin aufsteigen. Du würdest einen krassen Boost kriegen, wenn du auf 320 Alu pro Tag erhöhst. Wenn du das irgendwie hinbekommen würdest, sag ich mal, 320 Alu täglich zu ballern auf dem Account hier, dann würdest du deutlich, deutlich, deutlich schneller noch nach oben steigen und ja, aber da will ich dich jetzt nicht irgendwie reinbaiten oder sowas, ne? Aber ansonsten ist das hier schon wirklich sehr genial für 120 Alu täglich, ne? Also ja, nicht schlecht. Weitermachen auf jeden Fall. Passt soweit, gibt es keine Beanstandungen und schöne Grüße auf jeden Fall an dich, Zuckerkeksi. Und wir kommen jetzt zum nächsten Char. Okay, wir befinden uns auf F25 und zwar bei dem Account Nürx. Ja, schöne Grüße an dich. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend aus, wenn hier jemand in den Top 3 ist auf dem Server. Stufe 630, spielt in der Gilde Shakes and Twitchit einen Magier. Ja, ist Pay to Win, hat er dazu geschrieben. Und das sieht auch schon optisch alles sehr, sehr passig aus, ja. So, kann er mir sagen, was er will. 100% hat er da drauf geachtet. Hat hier alles in lila. Der Rahmen ist lila, sein Magier-Symbol ist natürlich auch lila. Er hat hier einen lila Titel ausgestellt, ja. Und alle Items, die er hier als Hintergrund hat, sind auch lila. Also hier kann man sogar Germany's Next Topmodel Bewertung abgeben für den bestaussehendsten Account. Da wirst du auf jeden Fall relativ weit oben mitspielen, denke ich mal. Ansonsten gucken wir uns mal das Equipment an. Ja, er hat hier alles auf 20 verbessert. Und das sind wahrscheinlich auch alles Leggy-Items hier soweit, die er halt eben transmoggt hat in die Epics, um halt eben einfach ein bisschen mal Show zu machen einfach, ne? Aber steht hier auf jeden Fall sehr gut. Wir haben hier 80k in Ausdauer und 177k Basispunkte in Intelligenz, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Also der Playstyle wäre ähnlich zu meinem. Also ich würde auch ungefähr so diese Skillung handhaben. Vielleicht würde ich jetzt eher so auf 300k Ausdauer gehen und dann weiter Intelligenz hochziehen. Aber so oder so ähnlich würde ich auch einen Mage spielen. Das passt soweit ganz gut. Ne, ist hier auf den Top-Rängen am Start. Ursprungsserver ist Welt 52 international. Hat hier Top-Runen, ja, da braucht man nichts weiter großartig gemaxtes SA. Können wir nochmal hier reinschauen. Ja, da gibt es allerdings nicht allzu viel zu sehen, aber ansonsten, passt das soweit. Ja, also ein super, super schön gespielter Char und ich denke mal, dass er weiß, was er macht hier auf dem Server. Und genau, Dave, da wünsche ich dir auf jeden Fall noch weiterhin hier viel Erfolg. Es läuft auf jeden Fall sehr gut, würde ich mal so meinen für dich hier. Und es kann nur so weitergehen, ne? Schöner Magier, muss man wirklich so sagen. Ja, Grüße gehen raus. Okay, als nächstes kommen wir zu jemandem, der bei mir in der Gilde spielt. Und zwar in der Holzfällerhütte auf F24. Und zwar ist das der gute Stormhunter 1. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Schön, dass du dich hier auch gemeldet hast. Spielt hier Free-to-Play und ist sein erster Char. Ja, und dafür kann man schon mal soweit sagen, ist das ein schön gespielter Char. Was mir leider direkt auffällt, ist halt Geschicktrank. Ja, also ich persönlich würde, bevor ich einen Geschicktrank trinke als Berserker, beziehungsweise gilt das für alle Klassen, würde ich den Trank lieber einfach verkaufen. So, es sei denn, du hast gerade irgendwie, ja, was ich mir nicht so vorstellen kann, gerade einen Gegner zu besiegen, der jetzt extrem viel Geschick hat und du nimmst das als Defense oder sowas, ne? Aber dann würde ich eher den Geschicktrank einfach in Gold umwandeln und verkaufen. Dann lieber ein bisschen warten, nicht mit Top-Tränken spielen, sondern dann einfach 1-2 Tage vielleicht komplett ohne Trank, dann aber warten, bis man dann Top-Tränke hat. In deinem Fall halt eben Flügeltrank, Stärke und Ausdauer.
Und dann würde ich dann halt einfach die dann nehmen, und solange man jetzt die Tage jetzt irgendwie nicht unbedingt alle 3 Tränke am Start hat, dann auch mal 1, 2 Tage oder lange man es eben braucht, einfach offen lassen. So, ne? Man muss jetzt nicht auf Krampf irgendwie immer Tränke haben, wenn das nicht dem Hauptattribut entspricht, weil das bringt ja nicht viel so. Ne? Der Trank, der zählt halt nur auf die Basispunkte, und da die Basispunkte relativ low sind bei Nebenstats, ja, bringt das halt jetzt dementsprechend nicht so viel. Sehe ich auch gerade, die Basispunkte sind generell noch sehr, sehr low. Ich weiß nicht, wie viel die bei dir kosten, aber wenn man mal so ein bisschen Gold über hat, kann man vielleicht noch ein bisschen reinskillen, aber würde ich auch trotzdem natürlich eher in die Main-Stats packen. Du spielst ja auch einen Bersi. Generell Bersi bin ich auch eher der Freund davon. Eher so beim Mage so Richtung 60-40, vielleicht 55-45, also ein bisschen mehr Stärke als der Ausdauer. Du hast hier 50-50 jetzt momentan gewählt, was auch okay ist, aber ich glaube, ich würde ein bisschen mehr in Stärke packen. Genau. Und ja, dann einfach mich darauf dann konzentrieren, ein bisschen weiter zu gehen. Ansonsten, wie gesagt, man kriegt heutzutage sehr leicht durch die Twitch-Drops und sowas Ausdauertränke und Hauptattributtränke. Da sollte man selbst als Free-to-Play-Spieler nicht wirklich Probleme haben heutzutage. Ja, 30er Mount ist am Start, ist okay als Free-to-Play-Spieler. Ne, auch da, falls irgendwelche besonderen Events sind, so wie jetzt letztes Wochenende oder 2 Wochenenden in Folge sind, wie zum Beispiel Gold, XP, kann man auch dann auf einen 50er Mount switchen, falls man die dementsprechenden Pilze dafür hat. Ansonsten, was sagen die Runen soweit? Hat hier Lebensenergie, ein paar Widerstände, scheint sein PvP-Equip zu sein, hat hier 6% XP-Rune. Ich hoffe, du hast da noch ein zweites Equipment am Start auf ein Alter Ego, wo du noch 50% Gold und 10% XP hast, also hier noch die restlichen 4%, die dir noch fehlen bis zum Cap, und tausch dann immer schön aus. Wenn du gerade Alu spielst, dann nimmst du die Goldrune rein und XP auf 10%, und wenn du PvP-Fights machst oder Dungeons oder so, dann switchst du wieder auf das Equipment hier zurück. Ne? Genau, ansonsten, bist du halt Free-to-Play, da gilt das Gleiche. Equipment kann man jetzt nicht so bewerten wie bei einem Pay-to-Win-Spieler. Hat hier alles soweit aber weiterhin regelmäßig hochgezogen, alles auf mal 5. Ja, passt soweit. Ansonsten, ja, hat hier auch schon Full Leggy Gems, das geht auch klar. Ey, einfach so weitermachen, vielleicht mal gucken, ne, dass man hier und da mal ein paar Top-Tränke hat, und ja, einfach dann verzichten auf den Geschicktrank, dann einfach verkaufen lieber und warten, bis man da einen Ausdauertrank am Start hat. Und ja, das ist es auch erstmal soweit. Genau, das würde ich dir empfehlen. Ja, genau, das ist es erstmal. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal nicht reinsehen. Ne? Und wie gesagt, halt eben gucken, dass man schön XP und Gold mitnimmt auf dem Farm-Equip. Ne? Ansonsten, ja, alles Gute soweit wünsche ich dir hier auf dem Server. Ja, wir hören und sehen uns ja weiterhin hier noch in der Holzfällerhütte. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Char. So, wir kommen jetzt zum guten Peso. Ja, er hat geschrieben, er spielt hier auf EU 19, 20 und 25. Pilze jeweils 70k, 75k und 30k. Spiele gerne die neuen EU-Server, die alten Fusionschars alle stillgelegt. Ich habe mich jetzt mal für seinen EU 20 Char entschieden. Erstmal, weil er da die meisten Pilze aufgeladen hat, und zweitens, weil ich EU 20 generell sehr interessant finde als Server und dort die Konkurrenz auch sehr hoch ist. Und dazu muss man sagen, spielt er hier schon in einer der Top-Gilden auf dem Server, und zwar in Freedom, und ist hier auch in den oberen Rängen auf dem Server hier vertreten. Hier in dem Bereich auf dem Server schon zu sein, bedeutet immer schon einiges, weil hier sind wirklich Brecher am Start auf dem Server. Deswegen ja, kann man da wirklich nicht haten, dass man ja hier in den Bereichen spielt. Er spielt hier als Battle Mage, was ich auch schon mal sehr, sehr sympathisch finde. Ja, sieht man leider auch viel zu selten, ist Stufe 411. Und genau, wird hier wahrscheinlich noch ein paar Monate spielen, bevor er hier seine Dungeon-Pause auflöst, in der er sich ja gerade befindet, ne, zu 100%. Und von der Skillung her passt super soweit. Ja, Nebenstats sind auch gepusht, nicht zu hoch. Top-Tränke natürlich am Start, und hat hier soweit natürlich auch alles maximiert. Ne?
Wenn man hier auf EU20 in der Top-Gilde spielt, sollte das auch die mindeste Voraussetzung sein. Denke ich mal, hat hier den Arena-Manager soweit durch maximiert und hier die Top-Runen auch am Start. Alles auf 18 verbessert hier, so wie es aussieht. Ja, auch die Waffe, das passt auch soweit. Ja, was haben wir hier? Ich meine, gut, er befindet sich in der Dungeon-Pause, ne? Da muss man jetzt nicht unbedingt sich die ganze Zeit neu equippen. Man nimmt natürlich, ja, wenn man jetzt in der DP ist, und es kommt ein Legendary Dungeon, dann nimmt man natürlich dann auch das Set mit, um halt eben auch das Sammelalbum zu füllen, damit man bessere Chance hat auf orange Edelsteine. Aber ansonsten pusht man ja jetzt eh keine Dungeons in der Pause. Deswegen braucht man sich jetzt nicht zwingend neu equippen. Ja, ich bin generell sehr gespannt, wie es hier auf EU20 aussehen wird, wenn die Leute ihre Dungeon-Pause verlassen. Das wird definitiv ein Spektakel werden. Und da wünsche ich dir natürlich hier weiterhin auf dem Server auch alles Gute. Aber das sieht erstmal soweit sehr, sehr, sehr solide aus, ne? Und genau, wir kommen jetzt erstmal zu dem letzten Char für diese Folge. So, und zwar befinden wir uns wieder auf F24. Sind wir auf den Server zurückgeswitcht hier. Und zwar beim guten Cursed. Ja, damals eine SF-Werbung gesehen. Die Nostalgie hat mich gepackt und habe ohne einen Plan spontan mit einem Monat Verspätung auf W48 angefangen. Nach dem ersten Monat Pay to Win mittlerweile 250.000 Mushrooms paid. Davon leider eine Menge verschwendet. Ja, aber zumindest gut, dass du soweit schon selbst reflektiert hast und in Zukunft vielleicht Dinge besser machen kannst. Bist jetzt hier auf F24 auf Platz 14 gerade, was erstmal schon mal dafür spricht, dass du hier generell gut am Start bist, weil das ist auch ein starker Server und hier in den Top 10 zu sein, ist wirklich auch schon eine Hausnummer und da muss man auch schon einiges investiert haben in der Vergangenheit, damit man hier so weit oben steht. Ja, er spielt hier auch einen Battle Mage, auch sehr sympathisch in der Gilde Oblivion, hat hier auch den Ballermann als erster und einziger auf dem Server hier bisher geholt. Ja, ich weiß gar nicht, was braucht man dafür? Ballermann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken hier. Was benötigte man alles dafür? Hier, melde dich zum Kampf gegen andere Gilden an. Ach so, okay, Gladiator, ja, Glück und Glory und Knöpfe anderen fest. Okay, alles klar. Ja, das Ding ist hier halt, ne? Das ist schwer zu bekommen. Auf jeden Fall, ja, hat er hier einen schön gespielten Mage, 160 zu 145k von der Skillung her. Ich weiß jetzt nicht, was er am Anfang viel falsch gemacht hat. Vielleicht ein bisschen zu viel in Geschick und Int zum Anfang reingegangen. Das könnte eventuell sein, weil er hat hier über 3k Basispunkte in Geschick und Int und auch über 3k in Glück, was meiner Meinung nach ein bisschen viel ist, aber ansonsten ist hier schon das meiste schon so richtig verteilt von den Statpunkten her, auch wie sie verteilt sind, ne? Ist hier auch Platz, Alter, ist hier auch Platz 1 auf dem Server in der Ruhmes-Ehrenhalle und das ist wirklich ein Ballermann hier, ja, also das muss man wirklich so sagen. Ruhmesregal läuft bei dir, also das sieht wirklich ja, sehr, 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 sehr gut aus, ne? Und da kann man schon mal nicht haten, ne? Also, hier nimmst du auf jeden Fall alles mit, was geht. Ansonsten, ja, kann man jetzt hier im Nachhinein nicht mehr viel sagen. Du bist schon eine Zeit lang dabei als W48-Spieler und hast hier auch schon einiges rausgeholt. Natürlich alles maximiert soweit, sowie halt auch den Arena-Manager alles schon auf 20 gezogen, hat hier das neue Toiletten-Update mitgenommen, was ich noch nicht mitgenommen habe, hier auf dem Server. Und wenn man jetzt mal so hier direkt vergleicht mit meinem Char, bin ich hier sogar noch ihm wirklich einiges behind. Man muss dazu sagen, ich habe ja auf W50 gestartet mit dem Char und nicht auf W48. Ne? Das heißt, da hat er nochmal 2 Server gut mir gegenüber. Und ja, ich habe halt noch hier altes Equipment. Wie man hier von den Statpunkten gut sehen kann, sind wir da noch um einiges behind. Deswegen, ja, bist du da auf jeden Fall erstmal soweit sehr, sehr solide aufgestellt, gut am Start. Ne? Wenn wir jetzt mal die Statpunkte vergleichen hier, hast du hier auf jeden Fall 10k weniger und in Mainstat 160 zu 155, da hast du 5k mehr, ne? Also bin ich sogar von den Statpunkten her noch basistechnisch noch leicht vor dir mit 5k Unterschied, ne? Aber das ist ja auch das, was ich schon immer sagte, von den Basispunkten her befinde ich mich weiterhin in den Top 10 auf dem Server hier.
Allerdings halt eben von den Total Stats bin ich weit, weit, weit abgeschlagen, dadurch, dass ich mich halt bisher nicht dazu entschieden habe, mich auf dem Server hier neu zu equippen. Ne, das mache ich erst mit Aura Stufe 400. Ja, gut, aber jetzt ist das mehr so ein bisschen zu, zu meinem Char abgedriftet. Zu dir nochmal Schlusswort nochmal ganz kurz. Also, ja, vielleicht zum Anfang ein bisschen zu viel in Nebenstats reingegangen, ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist der Char wirklich sehr gut gespielt und Battle Mage im Late Game ist halt einfach auch eine Power, ist eine Macht, ist eine Wucht und leveltechnisch bist du ja hier auch mit den Leuten ganz, ganz oben mit dabei. Von daher passt das auch soweit. Ne? Also da bist du auch jetzt nicht zu niedrig oder so. Das ist auch komplett in Ordnung. Und ja, wenn du hier so weiter durchziehst als Battle Mage, wirst du auf dem Server hier dich noch weiterhin sehr, sehr weit oben halten können. Und ja, wenn du durchziehst, sogar vielleicht noch ein bisschen nach oben das schaffst zu kommen. Gut, ansonsten soll es das erstmal für die Folge soweit gewesen sein. Wie gesagt, es gibt noch einen Teil 3 irgendwann und ich werde mal gucken, wann ich den dann schaffe aufzunehmen, weil das Ganze ist natürlich immer ein bisschen zeitintensiv. Ne, ihr seht das, Aufnahme geht bei mir schon wieder eine knappe Stunde hier. Deswegen muss man mal gucken, wann ich den letzten Teil dann dazu aufnehme. Aber wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wenn ihr sowas mehr sehen wollt, dann können wir sowas öfter machen. Lasst es mich sehr gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten war es das soweit von mir. Wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.